Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für Spaghetti mit einer schnellen Salsiccia Tomatensauce. Dafür benötigen wir als erstes eine große Zwiebel und 1 bis 2 Knoblauchzehen, Zwiebel und Knoblauch abziehen und anschließend fein hacken. Wenn das erledigt ist, habe ich hier noch 500 Gramm Salsiccia. Salsiccia sind grobe italienische Bratwürstchen. Die Würstchen jetzt mit einem Messer längs aufschneiden und dann mit dem Messerrücken oder einem Löffel das Fleisch aus den Würstchen herausholen. Als nächstes eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, dann Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für 2 bis 3 Minuten glasig anschwitzen. Danach kommt die Salsiccia in die Pfanne, das Fleisch jetzt mit einem Holzlöffel etwas zerdrücken und dann bei mittlerer bis hoher Hitze für weitere 4 bis 5 Minuten anbraten, dabei gelegentlich wenden. Wenn das erledigt ist, kommen die restlichen Zutaten in die Pfanne. Ein gehäufter Teelöffel einer italienischen Kräutermischung, etwas Chilipulver bzw. ein paar Chiliflocken, je nachdem wie scharf ihr das Ganze haben wollt. Außerdem natürlich eine Prise Salz und frisch gemahlener Pfeffer. Und zum Schluss noch eine Dose gehackte Tomaten. Alternativ könnt ihr hier auch passierte Tomaten verwenden. Danach alles einmal gut umrühren. Für 2 bis 3 Minuten bei niedriger Hitze köcheln lassen. Zum Schluss kommt noch ein kleiner Schluck Milch dazu. Und dann sind wir mit der Soße auch schon fertig. Als nächstes für die Pasta einen großen Topf mit reichlich gesalzenem Wasser erhitzen. Sobald das Wasser kocht, kommen die Spaghetti dazu. Alternativ könnt ihr hier auch wie immer natürlich jede andere Nudelsorte verwenden und dann für 7 bis 8 Minuten oder nach Packungsanweisung bissfest garen. Nach der Garzeit die Nudeln über einem Nudelsieb abgießen, zurück in den Topf geben und danach können wir auch schon servieren. Die Pasta dafür auf tiefen Tellern verteilen, die Salsiccia Tomatensauce darauf anrichten, etwas Basilikum für die Garnitur und dann wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.